und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir mal ein leckeres und gesundes Rezept mit Fisch. Und zwar ein super leckeres Fischcurry. In unserem Fischcurry ist sehr gesunder Lachs und viel Gemüse drin. Wie ich dieses Rezept heute zubereite, na das zeige ich euch jetzt. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr folgende Zutaten: 250 Gramm Lachs, 500 Gramm Brokkoli, 3 Karotten, 2 rote Paprikaschoten und 2 Dosen Kokosmilch. Den Lachs und den Brokkoli habe ich als tiefgefrorene Variante gekauft. Ihr könnt natürlich auch Frischware nehmen. Alle weiteren Zutaten und das Rezept verlinke ich euch wie immer auch in der Videobeschreibung. Als erstes erhitzen wir geröstetes Erdnussöl auf mittlerer Stufe in einer großen Pfanne. Ich nehme hier das geröstete Erdnussöl, da es hervorragend zu allen Currys passt. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Öl wählen. In das erhitzte Öl geben wir jetzt unser Gemüse. Die Karotten habe ich in dünne Scheiben geschnitten, die Paprika in Würfelchen und den Brokkoli, den habe ich ja TK gekauft, den gebe ich einfach so dazu. Wenn ihr jetzt frischen Brokkoli nehmen solltet, dann müsst ihr ihn natürlich vorkochen. So ungefähr für 5 bis 10 Minuten. Er sollte noch ein bisschen Biss haben, da er ja in der Pfanne dann brät. Das Gemüse braten wir jetzt unter gelegentlichem Rühren erst einmal für 5 Minuten an. Danach machen wir dann den Deckel drauf und lassen es nochmals für 5 Minuten mit dem Deckel zusammen bei mittlerer Hitze weiter garen. Nach den 10 Minuten nehmen wir das Gemüse aus der Pfanne raus, denn das ist jetzt gar. Wenn wir das jetzt die ganze Zeit da drin weiter braten lassen würden, dann wird es hinterher matschig. Den Sud, der in der Pfanne entstanden ist, den lassen wir drin. In den Sud geben wir jetzt unseren in Würfel geschnittenen Lachs. Der Lachs, der wird jetzt einmal schön in dem Sud verteilt, denn der Sud, der hat einen richtig schönen Gemüsegeschmack und da drin dünsten wir jetzt unseren Lachs. Der Lachs, der wird jetzt sofort mit etwas Salz und Pfeffer gewürzt. Nach dem Würzen einmal gut durchrühren, damit sich die Gewürze auch überall gut verteilen können. Nach circa 3 Minuten wende ich die Lachsstückchen einmal, damit sie von der anderen Seite auch noch gar ziehen können. Den Lachs von der anderen Seite auch noch mal so 2 bis 3 Minuten garen lassen. Danach nehmen wir den Lachs dann vorsichtig aus der Pfanne heraus. Das mache ich in diesem Fall mit so einer Greifzange. Beim Herausnehmen den Lachs nicht zu fest drücken, damit er nicht zerfasert. Denn der Lachs, der ist jetzt ganz weich und wir wollen ja hinterher im Fischcurry kein Lachsbrei, sondern richtig schöne Stückchen haben. Als nächstes machen wir die Soße für unser Curry. Ich verwende hierfür grüne Currypaste, das ist die schärfste. Wenn ihr es lieber milder wollt, verwendet am besten die gelbe Currypaste. Falls ihr es eher pikant mögt, ist die rote Currypaste genau die richtige für euch. Ich verwende am liebsten die grüne. Von der Currypaste gebe ich 2 Teelöffel in den übrig gebliebenen Sud der Pfanne und verteile sie gut. Denn die Currypaste, die solltet ihr immer ein bisschen anrösten, genauso wie das Tomatenmark, was jetzt dazu kommt. Da gebe ich ca. 1 Esslöffel zu der Currypaste dazu. Die beiden Komponenten werden jetzt unter ständigem Rühren in der Pfanne schön angeröstet für ca. 2 bis 3 Minuten. Als nächstes kommen die Gewürze dazu, in diesem Fall 2 Teelöffel Paprika edelsüß und 2 Teelöffel von dem Kurkuma. Auch die Gewürze werden nochmal für ca. 1 Minute unter ständigem Rühren mit der Paste zusammen angeröstet. So entsteht später eine richtig leckere, kräftig würzige Soße.
Das Ganze löschen wir jetzt erst einmal mit einer Dose Kokosmilch ab. Nun wird das Ganze erst einmal kräftig durchgerührt, denn die Gewürze müssen sich jetzt in der Soße richtig schön verteilen. Die Soße, die sollte jetzt unter Rühren erst einmal gut aufkochen. Die Soße, die sollte jetzt erstmal so für 5 Minuten bei mittlerer Hitze vor sich hin köcheln. Zwischendurch ist es sinnvoll, immer mal wieder durchzurühren. Dann wird es Zeit, erst einmal abzuschmecken. Das Einzige, was bei mir jetzt noch fehlt, ist eine kleine Salznote. Deshalb würze ich hier mit Sojasauce. Sojasauce, finde ich persönlich, passt hervorragend zu Currys. Es gibt nochmal eine spezielle Extrawürze und hat einen sehr guten Salzgehalt. Da wir ja so noch gar kein Salz an der Soße haben, ist Sojasauce perfekt. Und jetzt seht ihr auch die Konsistenz der Soße. Wenn sie so wie bei mir hier noch ein bisschen zu dick ist, dann gebt ihr einfach von der zweiten Dose Kokosmilch noch etwas daran. So mache ich das jetzt hier auch. Und das macht ihr halt so, bis ihr die gewünschte Konsistenz in eurer Soße erreicht habt. Wenn es soweit ist, dann gebt ihr euer Gemüse zurück in die Pfanne und rührt es einmal schön in die Soße ein. Dann decken wir das Ganze nochmal mit einem Deckel ab und lassen es nochmal so für circa 2 Minuten bei geringer Hitze vor sich hin köcheln. Denn das Gemüse, das ist ja jetzt noch nicht ganz gar, das ist noch sehr bissfest. Nach den 2 Minuten geben wir dann die Fischstückchen zurück in das Curry. Den Fisch, den rühren wir jetzt noch mal gut in unser Curry ein und schalten den Herd schon mal aus. Das Ganze lassen wir jetzt nur noch wirklich ganz kurz auf dem Herd stehen. Und wie ihr seht, hat das Curry eine wunderbare, schöne Farbe bekommen. Und hier ist es dann, unser leckeres, gesundes Fischcurry mit viel buntem Gemüse. Einfach eine tolle und leckere Mahlzeit. Am besten passen dazu Reis oder Pasta. Ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!